Hallo, ich bin Yvonne. Und ich bin Daniel. Hallo. Herzlich willkommen in unserer Villa von 1900. Seid ihr bereit für eine Zeitreise? Dann komm mal mit. Die Möbel, die ihr hier seht, habe ich liebevoll zusammengetragen. Das sind Stücke, die ich online gefunden habe oder auf den Kleinanzeigen. Und meine Grenze liegt dabei ungefähr 100 € pro Stück. Ja, das ist unsere Küche. Die mag sehr alt aussehen, ist sie teilweise auch. Aber zum Beispiel diese Unterschränke sind umgebaute Schränke von Ikea. Andere Griffe dran gemacht, Leisten dran geschraubt und schon passt das hier ganz gut in unsere alte Küche. Bei dem Bau der Küche haben wir dann so versucht, so original zu halten wie möglich. Das hieß in dem Fall hier, Oberschränke kam gar nicht in Frage. Also haben wir ganz einfach so ein Regal daraus gebaut, wo wir unsere Pötze und so weiter da draufstellen können. Auf dem Boden steht die Originalfliesen von 1900. Die finden wir ja sehr toll. Die werden wir sowieso nicht ändern wollen. Und ja, da sind ein paar Macken drin, aber im Grunde genommen sehr schön. Die Sachen, die ihr hier seht, sind tatsächlich wirklich alle alt. Einige gab es schon im Haus. Ich habe ein paar Töpfe von der alten Dame übernommen, die hier mal gewohnt hat vor uns. Ich werde oft gefragt, oh Gott, Yvonne, musst du hier täglich Staub wischen bei dem ganzen Kram, der rumsteht. Ist aber nicht so, weil alles, was man hier sieht, wird auch benutzt. Also das ist nicht nur Show und Deko. Also ich nutze gerne alte Dinge, weil ich nicht einsehe, was Neues zu kaufen, wenn es noch Sachen gibt, die funktionieren und von der Qualität oft besser sind als die Dinge, die es heute gibt. Zum Beispiel, das hier ist natürlich eigentlich nicht für Zwiebeln gedacht, sondern das war ein Handwaschbecken, ein antikes, und ich fand, es passt gut in die Küche und deswegen habe ich es umfunktioniert. Also unser Haus war 1912 ein Geschenk der Brauteltern an ihre Tochter. Die war mit ihrem frisch vermählten Mann auf Weltreise nach Amerika, und als sie zurückgekehrt sind, haben die Brauteltern ihrer Tochter dieses Haus geschenkt. Bei der ersten Besichtigung war uns klar, dass wir das kaufen wollten. Aber vieles war auf Stand 1900. Und es war eine Menge Arbeit, die hier auf uns gewartet hat. Ich zeige euch mal unser Esszimmer. Kommt mal mit. Hier sind wir in unserem Esszimmer. Hier sitzen wir gerne mit Familie und Freunden und verbringen gemütliche Stunden. Und da mein Mann aus England ist, sitzen wir auch gerne hier und zelebrieren die englische Tea Time. One or two? One. Thank you. Gut. Wie ihr seht, haben wir auch hier im Esszimmer alles alte Möbel, meine gesammelten Werke, wie zum Beispiel diesen Schrank. Den habe ich online gefunden in den Kleinanzeigen. Das war auch eins der günstigsten Stücke, was ich hier im Haus habe. Der hat nicht viel gekostet. Ich glaube, ich habe um die 50 € dafür bezahlt. Also generell haben wir nicht mehr als 100 € pro Möbelstück ausgegeben. Mein altes Porzellan, was ich auch über die Jahre gesammelt habe. Manchmal hat man auch das Glück, dann sind die Leute zu faul, das vernünftig zu entsorgen, und dann steht das einfach im Wäschekorb neben einem Glascontainer, und dann bin ich mir nicht zu fein und nehme das mit, und jetzt ist es bei mir. Also glücklicherweise sind wir uns bei der Einrichtung immer einig. Manchmal muss ich ihn ein wenig überzeugen, weil ich habe die Ideen und er muss es ausführen. Aber am Ende sind wir beide glücklich und zufrieden damit. Das klappt schon.
Hier war ein großer Schrank hier stehen und wo ich die Tapete von der Wand abkratzen musste, habe ich den Schrank zur Seite geschoben und dann habe ich hier so einen Safe gefunden. Da haben wir dann natürlich gedacht, alle Sorgen sind vorbei, wir sind ja Millionär. Wo wir das dann aufgemacht haben, war leider nur der Schlüssel drin. Früher waren hier ganz viele Tapeten übereinander. Ich glaube 7, 8 Schichten. Das haben wir erstmal alles runtergenommen. Auf den Wänden ist jetzt China-Papier für den Denkmalschutz, um die Wandgestaltung darunter zu schützen. Aber obendrauf kann ich machen, was ich will sozusagen. Im Moment ist es grün. Das kann aber auch sein, dass das nächsten Monat schon wieder eine andere Farbe ist, weil ich total gerne renoviere und sehr häufig umstreiche. Hier gibt es ein kleines Highlight. Das ist eine restaurierte Wand. Das ist das Original von 1900. Wir wollten ein Zeitfenster schaffen in die Vergangenheit, haben ein Restauratorenteam kommen lassen, die diese Wand, die natürlich Putz drauf hatte und alles Mögliche und so nicht mehr erhalten war, die haben das für uns wieder restauriert. Und von Esszimmer geht das weiter in unser Wohnzimmer durch unsere Flügeltür. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich bin in der falschen Zeit geboren. Ich mag diese alten Sachen unheimlich gerne. Ich finde, man hat sich einfach viel mehr Mühe gegeben als mit den Möbeln heutzutage. Es hat eine Geschichte. Eins der ältesten Stücke hier bei uns im Haus ist dieser Halbschrank aus dem 18. Jahrhundert. Den habe ich auch online gefunden und auf den bin ich ein bisschen stolz. Der hat die 100-Euro-Marke auch nicht überschritten. Und das, obwohl er aus einem ganz bekannten Haushalt kommt, nämlich von Annette von Droste-Hülshoff, die zu der Zeit Schriftstellerin war. Das ist unser Kachelofen im Jugendstil. Besonders schön ist das zur Weihnachtszeit, wo wir den Baum da im Erker stehen haben, draußen sehr kalt ist und hier darf ich dann den Ofen betreiben. Das ändert sich den ganzen Ambiente, also wirklich sehr schön. Ganz tolles Stück. Auch noch was Originales in unser Haus sind unsere Einverglasungsfenster. Da würde ich einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Um das ganz aufzumachen, braucht man nur einen Hebel in den Schienen quasi nach außen ziehen und dann mit einer Hand nach oben schieben. Die Innenseite vom Fensterrahmen ist ein Gewicht und der zieht sich automatisch mit hoch. Kommt schon gut Durchzug da durch die Einverglasungsfenster, aber dafür habe ich kein Problem mit Schimmel im Haus. Das Haus atmet, so wie es damals war, ist okay, finde ich in Ordnung. Also unser Wohnzimmertisch hat eine besondere Bewandtnis. Das ist ein Captain's Table aus England. Eigentlich war der dafür gemacht, dass Dinge während der Seefahrt nicht runterrutschen können. Aber wir haben den, damit unser Hermann hier nichts vom Tisch wedelt, weil der würde hier so doll wedeln, da fliegen die Teetassen und das kann hiermit dann nicht passieren. Ich liebe unser Wohnzimmer total. Also ich mag es gerne gemütlich. So das Moderne ist überhaupt nicht meins. Unsere Couch, die ist neu, wobei ich schon darauf achte, dass es irgendwie zu dem Stil passt. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wie könnt ihr so wohnen? Das ist ja schrecklich und ihr wohnt wie bei Oma. Ich verbinde mit Oma Gemütlichkeit und dass es da einfach schön ist. Und wenn jemand sagt, du wohnst wie bei Oma, dann ist das für mich ein Kompliment und keine Beleidigung. Wir haben noch ganz viel mehr zu zeigen. Kommt mal mit. Das ist unser Gäste-WC. Und das ist noch original von 1900. Hier ist alles aus der Zeit, bis auf die Toilette. Die wollte ich dann doch tauschen. Aber das Waschbecken, die Fliesen und alles andere sind tatsächlich noch original.
Als wir hier eingezogen sind, war hier noch so ganz klassisch aus den 70er Jahren eine Duschkabine mit Kunststofftür. Das haben wir alles wieder zurückgebaut und in den Urzustand versetzt. Die Tapete hier, das ist natürlich eine neue, die habe ich geklebt, beziehungsweise mein Vater. Die ist auch wie das Bad im Jugendstil und ich finde, die passt ganz gut. Ja, bevor wir jetzt in die erste Etage gehen, möchte ich euch gerne noch was auf unserer Treppe zeigen. Also diese Uhr, die war auch schon im Haus. Da freue ich mich sehr drüber, ich mag die gerne. Uns wurde gesagt, dass die Dame, die das Haus vorher besessen hat, großen Wert darauf legen würde, dass diese Uhr auch hier bleibt. Und den Gefallen tun wir ihr sehr gerne. Was für mich persönlich auch ein besonderes Highlight ist, ist dieses Bild, weil Pfauen meine Lieblingstiere sind. Das hat meine liebe Freundin aus England für mich gemacht und dann wurde das auf Tapete gedruckt und dann hat sie das aus England nach Deutschland geschickt, damit es hier an die Wand kann. Jetzt zeige ich euch ein weiteres meiner Lieblingsstücke hier im Haus. Ja, das ist tatsächlich was Besonderes. Von der Maß her ist es schon sehr groß, aber die Geschichte, die dazu gehört, ist ja eigentlich Wahnsinn. Ich habe natürlich wieder in den Kleinanzeigen gesucht und habe dann diesen Spiegel gefunden und habe die Verkäuferin angeschrieben. Sie erzählte mir dann, der hing in einem Restaurant und das war ganz lustig. Das war das Lokal, wo mein Mann und ich geheiratet haben. Und dann habe ich unsere alten Hochzeitsfotos rausgekramt und wir beiden sitzen tatsächlich auf unseren Hochzeitsfotos vor diesem Spiegel. Ja, der Boden ist original tatsächlich. Darauf war ein Teppich festgeklebt, mit mehreren Schichten sogar Kleber. Und da mussten wir wochenlang hier abkratzen, wegschleifen und dann neu Lasur drauf machen, bis das hier quasi so aussieht, wie es jetzt aussieht. So, und jetzt möchte ich euch gerne noch unseren Garten zeigen. Der ist noch lange nicht fertig, aber als wir eingezogen sind, gab es hier gar nichts, keine Wege, nichts, keine Pflanzen, eigentlich nur Unkraut und Büsche und Hecken. So ein paar kleine Ecken haben wir uns schon gestaltet, so wie diese Sitzecke. Und hier ist unser alter Schweinestall. Da wohnt heute natürlich kein Schwein mehr, aber früher war das, glaube ich, ganz normal, dass jede Familie ein Hausschweinchen hatte und das musste da in dem Stall sein Dasein fristen. Ja, hier ist dann wieder noch ein bisschen Deko. Ich glaube, ich habe 15 € dafür bezahlt und sie funktioniert natürlich nicht. Sie ist ein reines Dekoobjekt, aber ich finde sie hübsch. Also ich muss sagen, wir sind jetzt im Nachhinein ganz stolz, was wir alles geschafft haben. Mit eingeschränkten Mitteln, wir sind keine Millionäre, wir haben ganz normale Berufe und ich finde, das haben wir eigentlich wirklich gut hinbekommen. Also bis jetzt war es sehr viel Arbeit, aber ich bereue das überhaupt nicht. Und wir sind beide sehr stolz, hier wohnen zu dürfen. Das war die Roomtour durch unsere alte Villa. Wenn ihr mehr spannende Häuser sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und schaut hier. Tschüss. Tschüss.